Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus eurem Wissen, eurer tiefen Essenz, eurem tiefen Sein heraus zum Vorschein zu bringen, was es bedeutet, grenzenlos zu sein, was es bedeutet, eins zu sein, mit Seele und Körper zur gleichen Zeit, was es bedeutet, das eine zu lieben, ohne an ihm festzuhalten, das andere zu lieben, ohne an ihm festzuhalten, alles zu lieben im Losgelöstsein von der Form, in der Liebe zur Form, im Anerkennen der Form und dem, was es bedeutet, in der Form besonders präsent zu sein, für die Zeit, die gedacht ist, für die Zeit auf der Erde, für die Zeit des Empfindens, des Fühlens, des Erlebens. Du bist auf der Erde, um Erfahrungen zu machen und um schlussendlich zu erkennen, dass jede Erfahrung frei von Wertung ist, dass jede Erfahrung Reichtum bedeutet. Ganz gleich, ob es tiefste erlebte Freude ist, die sich in einem Lied, in einem Lächeln, in einem lichtvollen Blick ausdrückt, oder ob es tiefes, erlebtes Leiden ist, das sich in einem Lächeln, in einem schmerzvoll verzerrten Gesicht oder in einem Widerstand äußert. Wir sagen, in dem Moment, in dem die Wertung gelöst wird von der Form, löst sich die Form in Ausdruck und ist der Ausdruck Reichtum. Denn du weißt, dass du diesen Ausdruck in menschlicher Form hier auf der Erde hast, dass du diesen Ausdruck für so lange hast, wie du mit ihm spielen möchtest. So stellt sich dir immer wieder die Frage, möchte ich hier sein? In diesem Moment, auf dieser Erde, in dieser Zeit. Und du wirst diese Frage immer wieder mit Ja beantworten, für so lange, wie du auf der Erde spielen möchtest, für so lange, wie du auf der Erde entschieden hast zu sein. Es ist keine Entscheidung, die von dem Verstand ausgeht, keine Entscheidung, die ein Vertrag war, den du aus irgendeinem Denken heraus gemacht hast. Es ist ein Erlauben deiner Seele. Es ist ein Erlauben des Seins in diese Form hinein. Alles ist in simultaner Zeit bereits geschehen, alles geschieht zu gleicher Zeit. Und so ist dir klar, wie deine Zeit auf der Erde gestrickt ist und welchen Reichtum sie dir bringt. Hast du nun zum Beispiel eine Krankheit, die dir immer wieder und immer wieder tiefes Fühlen erlaubt, so ist es dir möglich, in den Widerstand zu gehen und das Leben als sehr dicht wahrzunehmen. Jedes Widerstandserleben ist ein tieferes Erleben, was dich dazu bringt, noch dichter in Form zu sein. Der Mensch also, der in Tiefe erleben will, sucht sich tiefe, dichte, leidvolle, oftmals physisch schmerzvolle Erfahrungen. Aus unserer Sicht ist dies eine Wahl von Reichtum wie jede andere Wahl auch. Erkennst du dies für dich, bist du freier zu wählen, denn du weißt, dieser Reichtum steht dir zur Verfügung. Du weißt, es ist eine Möglichkeit, Reichtum zu zählen, Reichtum zu genießen, Reichtum zu erleben. Dieser Reichtum jedoch wird in dem Moment erlebt, ist jedoch nicht vorhanden, wenn du ihn nicht erlebst. Je mehr du also im Frieden bist mit dieser Form des Erlebens, mit jeder Form des Schmerzes, desto freier bist du, jede physische Form von Erfahrung
sein zu lassen, sich zu überlassen, dem zu überlassen, was in dem Moment für dich stimmig ist. Je mehr du dich löst von Widerstand, je mehr du dich löst davon zu definieren, was wohlwollend und angenehm empfunden wird von deinem Körper ausgehend zu dir in dein Wahrnehmungsfeld hinein und was als unbequem und leidvoll erlebt wird, von deinem Körper zu dir fließt, je mehr du dich löst von der Wertung in das eine und das andere, desto reicher fühlst du dich, desto mehr empfindest du, dass alles dir zur Verfügung steht, ohne dass du an dem einen noch an dem anderen festhalten musst, ohne dass das eine mehr, das andere weniger wert ist, ohne dass es gilt, das eine zu erleben und das andere zu vermeiden. Je mehr du dir bewusst bist, dass alles dir in jedem Moment zur Verfügung steht, desto mehr kannst du auch mit allem Frieden schließen, denn du weißt, dass du alles bist. Du weißt, dass du auch dieser Ausdruck bist und in dieser Ausdrucksform des Schmerzes nicht verdrängt werden willst, nicht vernichtet werden willst, nicht ungesehen werden möchtest, nicht eliminiert werden willst. Du willst dich in allen Facetten erlauben und erleben. Und so erlaubst du dir dein Sein in jeder Form. Erlaubst du dir also auch den Schmerz? Erlaubst du dich auch als Schmerz zu erleben? So wirst du frei von der Wertung dieses Schmerzes und erlebst diesen Schmerz als eine physische Erfahrung, als einen Schatz in deiner Schatzkiste. Diese Schatzkiste ist dir auf ewig zur Verfügung stehend. Erkennst du also einmal, nur ein einziges Mal, dass dieser Schmerz dir zur Verfügung steht, so brauchst du dich nicht mehr darüber zu bemühen, ihn zu halten oder ihn loszuwerden. Du weißt, er ist da. Genauso wie die Natur da ist, du sie nutzen kannst, indem du in ihr spazieren gehst, dich an ihr erfreust, sie fühlst, an sie denkst und sie damit präsent machst. Genauso ist der Schmerz für dich da, wenn du ihn präsent machst, wenn du an ihn denkst, wenn du ihn fühlst, wenn du in ihm spazieren gehst. Alles ist für dich da, auf liebevolle Weise, auf eine Weise, dass du weißt, dass es da ist, wenn du dir erlaubst zu wissen, dass es da ist und dass du dich nicht daran bedienen musst, nur weil es da ist. Denn es genügt sich selbst in dem Moment, in dem es nicht gewollt oder gewollt wird. Will sagen, in dem Moment, in dem kein Druck aufgebaut wird, keine Abgrenzung kreiert wird. Jeder Widerstand ist Trennung. Jeder Widerstand ist Verdichtung. Du weißt selbst, wie es ist, nicht gewollt zu sein. Jener, der nicht gewollt ist, zieht sich zurück und intensiviert seine Sehnsucht danach, gewollt zu werden, geliebt zu werden, gesehen zu werden. Genauso verhält es sich mit dem Schmerz. Der Schmerz, der nicht gewollt wird, der als Kontrahent wahrgenommen wird. Dieser Schmerz zieht sich zurück in deinem Körper und sucht sich dann den Ausdruck, wenn es gerade besonders gut passt, wenn gerade besonders viel Aufmerksamkeit zur Verfügung steht. Wir wollen sagen, nimm deinen Schmerz an als einen Freund. Nimm dein physisches System an als Ausdruck von dem, was du erleben willst.
in dem Moment, in dem du liebevoll diesen Begleiter an deiner Seite hast, wird er nicht mehr gar so aufdringlich zu dir sprechen, denn er weiß, er wird gesehen. In dem Moment, in dem du ihm Gehör verschaffst, mit ihm kommunizierst und dich in der Tiefe auf ihn einlässt, den Schmerz, den Körper, den Ausdruck des Körpers, in dem Moment, in dem du mit ihm sprichst, verliert er den Druck, sich Gehör verschaffen zu müssen. Und so ist jeder Schmerz und jedes ungewollte Gefühl im Körper und des Körpers eine Stimme, die auf sich aufmerksam machen möchte, ein Ruf nach Kommunikation. Wir wissen, dass ihr es gewohnt seid, mehr im Verstand zu denken und mit eurem Verstand zu sprechen, mit euren Gedanken zu sprechen. Nicht gar so sehr es gewohnt seid, auf physischer Ebene euch tief auf die Bereiche eures Seins einzulassen. Wir sprachen zu anderem Zeitpunkt bereits über verschiedene Bewusstseinsebenen. Auf jeder Bewusstseinsebene kannst du fragen, was brauchst du von mir? Womit willst du genährt sein? Körper, was brauchst du von mir? Womit willst du genährt sein? Was willst du mir mit diesem Ausdruck sagen? Ich höre dich, ich liebe dich, ich bin dir dankbar. Ich danke dir, dass du mir erlaubst, auf dieser Erde zu fühlen, dass du mir erlaubst, die verschiedenen Facetten des Menschseins zu ergründen in dieser Form, mit dieser Form, als Mensch in menschlicher Form. Ich bin dir dankbar, dass du mir erlaubst, all diese Menschen, die ich stets gesehen habe, aus der Formlosigkeit nun zu verstehen, auf tiefer Ebene, mich ihnen gleich zu fühlen und zu wissen, ich bin diese Menschen, jeder einzelne von ihnen. Körper, was wünschst du dir von mir, Körper? Was würdest du tun, wie würdest du dich ausdrücken, wenn du dich nicht durch diese dichte Frequenz ausdrücken müsstest, diese dichte Form von Schmerz? Wie würdest du dich ausdrücken, wenn ich keinen Widerstand gegen dich hätte? Ich erlaube dir, lieber Körper, liebe Energie in Form, dich neu auszudrücken. Doch zuvor sage mir, was möchtest du für mich bewirken? Wovor möchtest du mich schützen? Was möchtest du für mich tun? Dieser dein Ausdruck von Schmerz, ich weiß, dass er etwas für mich bewirkt, dass er etwas für mich tun möchte, dass er es tut, um mich zu behüten, um mich sicher zu wissen. Und du magst die Antwort bekommen, dass dieser Schmerz die Form deines Körpers ist, dir zu signalisieren, dass er dir treu ist, so treu wie dieser Schmerz. Du magst wahrnehmen, dass dieses intensiv deinen Körper fühlen dich täglich daran erinnert, dass du auf der Erde bist, dass du einen Körper hast, dass du fühlen kannst, dich als Mensch fühlen kannst. Und du magst danken, magst deinem Körper danken, dass er dich auf so fühlbare Weise immer wieder versichert hat, dir versichert hat, dass er da ist,
dass du unterstützt bist durch ihn. Du magst dich bei deinem Körper, bei dem Schmerz bedanken, dass er so treu an deiner Seite, dir die Möglichkeiten des Körpers öffnet und immer eröffnet hat, indem er dir die Grenzen desgleichen gezeigt hat, dass er so gut auf dich Acht gegeben hat, indem er dir Freiheit gegeben hat, die in dem Rahmen der Sicherheit des körperlichen Daseins sich so ganz dir eröffnet hat. Du magst deinem Körper, deinem Schmerz danken, magst ihn freilassen in seinem Ausdruck, magst deinen Griff, den Griff der Anhaftung, der Gewohnheit an diesen Schmerz lösen und magst liebevoll kommunizieren, dass du diesen Ausdruck deines Körpers nun dankbar freilässt, dass du deinen Körper gewillt bist zu hören, auch wenn er leiser spricht, dass du gewillt bist, täglich mit ihm zu kommunizieren, dass du gewillt bist, die Zeiten, zu denen der Schmerz besonders aufgetreten ist, als Zeiten der Kommunikation zu ehren und mit deinem Körper von dir aus zu sprechen oder neue Zeiten auszuerkoren, die für euch beide, den Körper und dich, stimmig sind. Du bist in der Kommunikation, in einer nun neuen Kommunikation mit dieser liebevollen Ausdrucksform deines Körpers, dieser Unterstützung auf ganzer Seinsebene in Form. Und du magst hineinfühlen, magst fragen, wenn du nun frei bist, wenn ich dich nun ganz frei spreche von dieser deiner Funktion und dir erlaube, so zu sein, wie du sein möchtest, dich so auszudrücken, wie du dich ausdrücken möchtest für dich. Wie zeigst du dich? Wie drückst du dich aus? Ich erlaube dir, dich mir neu zu zeigen. Auf diese Weise magst du fühlen. Was sich dir zeigt, magst du schauen, was du blickst, was du fühlst. Und es mag sein, dass du ein inneres Bild bekommst oder sich dir einfach einen Wandel der Verdichtung zeigt, in eine andere Frequenz, in eine andere Ausdrucksform, in ein anderes Fühlen deines Körpers. Es mag genauso sein, dass du diesen Dialog wieder und wieder führen wirst, dich jedes Mal tiefer darauf einlassend, dass dein Körper in seinem Ausdruck jedes Mal freier wird, du jedes Mal mehr loslassen kannst, mehr vertrauen kannst, dass er seine Ausdrucksweise zum höchsten Wohle von dir selbst ausrichtet, wählt, zur Verfügung stellt. Je mehr du in Dankbarkeit und Liebe bist, deinem Körper und seinem Ausdruck gegenüber frei von Wertung, je mehr du auch den Ausdruck, den gewohnten, den liebgewonnenen, den dir signalisierenden, dass du auf der Erde bist und ja, fühlst, wahrnimmst, richtig fühlst, richtig wahrnimmst, den Körper wahrnimmst, je mehr du auch diesen so liebgewonnenen Schmerz und Ausdruck, diesen Freund neutral
erlaubst, wahrnimmst, mit ihm sprichst, wissend, dass es nicht der Schmerz in hineingedrängte Form ist und dieser dann als treuer Begleiter weg ist, wenn du ihm erlaubst, sich zu wandeln, wissend, dass dieser Ausdruck immer dasselbe ist, dein Ausdruck in Form. Und mit diesem Wissen rückversichernd, dass der Ausdruck in jedem Moment frei ist, neu, neu für dich da zu sein, neu für sich, das Freieste zu wählen, das Liebevollste zu wählen, das Nährendste zu wählen. Mit jedem Mal mehr öffnet sich dir eine neue Körperfrequenz, eine neue Kommunikation mit deinem Sein auf Erden, ein neues, tiefes Gewahrsein, dass du in physischer Form auf dem Planeten Erde, genährt von Mutter Erde, in der Natur bist. Es wandelt sich und jeder Wandel ist frei in seiner Zeit. Es gibt hier kein Drängen, kein Wollen, denn jedes Drängen und Wollen drängt in die Dichte, drängt in das Fühlbare, drängt in das Altgewohnte hinein. Erlaube dir das Neusein. Erlaube deinem Körper, sich neu auszudrücken. Erkunde ihn neu, indem du ihn freilässt in seinem Ausdruck. Und liebe jeden Ausdruck von ihm. Nimm jeden Ausdruck als Einladung, auch dort die Frequenz der Liebe zu fühlen. Auch dieses Kribbeln, auch diesen stechenden Schmerz, auch dieses Unaushaltbare, fürchterlich Übersensible, auch dieses in Dichte gebrachte, als Liebe zu erkennen, als so dichten Ausdruck der Liebe, als so vollen Ausdruck der Liebe, als so reichen Ausdruck der Liebe. So viel Liebe auf gedrängtem Raum. Kannst du dies fühlen in jedem Schmerz, der sich dir zeigt? So fühlst du, wie sehr die Liebe sich dir zeigt, wie sehr die Liebe sogar fühlbar in physischer Form bei dir ist. Und wenn du sie vergisst, noch mehr bei dir ist, wir laden euch ein, jeden physischen Ausdruck als Liebe zu erkennen und somit dankbar zu sein und Liebe fließen zu lassen, denn wo Liebe ist, kann Liebe fließen. Denn Liebe lässt sich nicht begrenzen, Liebe dehnt sich aus und Liebe ist das gegenseitige Erkennen. Erkennst du die Liebe im Schmerz, so erkennt der Schmerz dich als Liebe und erkennt sich als Liebe und ist frei, sich zu sein, die Liebe zu sein. Der Mensch hat eine Evolution hinter sich, in der er sich in die Kontrolle über sich bringen wollte. Und so ist aus dem intuitiven Sein, dem mit sich verbunden Sein, dem Wissen, was Heilsein ist und das Heilsein von innen her ruft und alles zeigt, was gebraucht wird, eine Trennung entstanden
in der es sowohl Trennung zwischen jenen, die zuständig für das Heilsein sind, waren, und denjenigen, die Heilung empfingen. Eine Trennung zwischen diesen entstanden, als auch eine Trennung entstanden zwischen dem Fühlen und dem Erkunden. Es ist eine Trennung entstanden zwischen Wissen und Fühlen. Es ist eine Trennung entstanden zwischen Kontrollieren und Erlauben. Da das Kontrollieren mehr Sicherheit, mehr Dichte gibt, hat der Mensch in seiner Sehnsucht danach, wir könnten sagen, das Sein in seiner Sehnsucht danach, sich als Mensch zu fühlen, der Mensch also in seiner Sehnsucht danach, sich in Form zu fühlen, hat der Mensch Wege geschaffen, sich zu kontrollieren. Er wollte mehr fühlen, dass er in der Kontrolle ist, er als Mensch, nicht nur er als Essenz, er als Mensch, nicht nur er als unendliches Sein, es als unendliches Sein, alles als alles Sein. Er wollte sich in seiner Wirksamkeit fühlen. Und so hat er es sich zu eigen gemacht, den menschlichen Willen getrennt vom Gesamten zu erkunden. Und wir sagen dies frei von Wertung und so voller Liebe. Der Mensch hat sich in seinem menschlichen Sein in die Kontrollierbarkeit seines Seins gebracht, soweit es nur ging, bis er an den Punkt gekommen ist, dass diese Kontrollierbarkeit ihre Grenze nur überwindet, wenn sie sich selbst überwindet. Und so hat sich der Mensch einen Wandel der Gestirne erschaffen. Er hat sich einen Wandel, einen fortwährenden Wandel erschaffen, indem er nicht nur in sich selbst den Wandel bewirkt und bezeugt, nein, auch im Außen Wandel fühlt, Bewegung wahrnimmt und dadurch geführt und gefühlt ist. Der Mensch hat auf diese Weise einen doppelten Wandel erzeugt. Er hat innerlich über seine Kontrolle den Wandel vom Kontrollieren in das darüber hinausgehen erzeugt und hat äußerlich für sich in allem, was ihn umgibt, eine Harmonie geschaffen, die er in allem findet. Eine Harmonie, die Wandel ist, die wie ein Orchester spielt und von einer Harmonie in die andere führt und doch immer harmonisch ist, selbst in der Dissonanz. Er hat gelernt, Harmonie zu schauen und lernt es immer wieder neu, durch immer wieder neue Formen und ist doch fortwährend in Harmonie. Im Kleinen wie im Großen also hat der Mensch sich Ausdruck der Harmonie erschaffen, aus seinem Sein heraus, hat sich das Göttliche Ausdruck geschaffen, um sich als Menschliches an diesen Ausdruck dieser Harmonie zu erinnern. In der Evolution also ist auch im Außen, in den Gestirnen, den Konstellationen zu erkennen, dass ein Wandel unterstützt ist
Und ein Wandel nicht durch das Individuum allein bestimmt wird, sondern auch durch jeden harmonischen Ausdruck im Universum. Die Konstellationen also wirken nicht auf den Menschen ein, ebenso wenig wie der Mensch auf die Konstellationen einwirkt. Es ist ein Zusammenwirken von allem. Das, was im Menschen geschieht, was kollektiv geschieht, spiegelt sich auch in den kollektiven Gestirnen wider, wie man sagen könnte. Das, was der Mensch sieht, wenn er aus seinen Augen schaut, schaut auf ihn zurück. Und so lässt sich in allem alles erkennen. Die Menschen also, die sich mit Astrologie auseinandersetzen, mit der Konstellation der Gestirne, sie erkennen, dass ein Wandel vor sich geht. Der aktuelle evolutionäre Wandel vom kontrollierenden Denken ins fühlende Sein. Das Denken hat den Menschen so weit gebracht, so weit, bis über jede denkbare Grenze hinaus, was das Kontrollieren anbelangt. Er hat es geschafft, so viel zu wandeln, selbst gar die Schöpfung in Frage zu stellen, die Polarität aufzulösen, auf physischer Ebene, weit mehr als nur Mann und Frau zu schaffen. Der Mensch hat es geschafft, alles zu beeinflussen. Und doch stößt er an die eine Grenze, die Grenze, über sein Denken hinauszugehen, die Grenze, in sein Fühlen hinein zu erlauben. Diese Grenze überwindet nicht der Verstand, indem er will. Diese Grenze erlaubt der Verstand, gelöst zu sein, nicht existent zu sein, indem er erinnert, indem er sich erinnert an das, was ist, was er ist, so wie alles ist, indem er sich erinnert an die Essenz, die Liebe, Frequenz, die Ausdruck, auch im Denken, auch im Begrenzen, erhält. Die Erinnerung an die Liebe ist stets, ist immer das Erlauben in die Grenzenlosigkeit des Seins. Wir sagen also, dass der kollektive Wandel ins Fühlen hinein, ins Erlauben des Seins hinein, wir sprechen hier nicht von Emotionen, wir sprechen hier vom Wahrnehmen, vom Wahrheit nehmen, Wahrnehmen der Wahrheit, Annehmen dessen, was ist, des Seins, das sich nicht begrenzen lässt durch die Form und doch die Form enthält. Wir sprechen vom Wahrnehmen, vom Erlauben der Wahrheit und sie nehmen in physischer Form, annehmen, fühlen. Das ist das Fühlen, von dem wir hier sprechen. In diesem Wandel in das Fühlen hinein, unterstützt, wir wollen sagen, drückt auch der Kosmos aus, dass es zurückgespiegelt wird, euch vorgeschlagen wird und zugleich unausweichlich ist, dass es kollektiv keine Entscheidung ist, sondern ein Prozess, ein Erlauben. Jeder Mensch, der dies als Geschenk erlebt, fühlt sich gerufen zu inkarnieren, inkarniert zu bleiben, inkarniert zu sein. Jeder Mensch, der mit dem Vorigen in einem guten Verhältnis stand und das als sein zentrales Erleben gewünscht hat, mag sich in dieser Zeit des Wandels verabschieden, da dieses neue Erleben für diese Form nicht vorgesehen war, nicht das ist, was er primär
in Erinnerung wissen will, wenn er die Welt verlässt. Wir sagen, alles drückt sich im Großen wie im Kleinen aus, im Innen wie im Außen. Du bist Zeugnis deiner Zeit, so wie sich die Zeit dir zeigt. In allem, was du siehst, in allem, was du schaust. Und so kommt es, dass mancher dies sehen kann, mancher dies nicht sehen kann, mancher alles erkennt, mancher alles anders erkennt. Niemand wird gezwungen, dies oder jenes zu erkennen. Jener, der erkennt und erlaubt, erlaubt auch die Begrenzungen in dieser, in jener Form, in diesem, in jenem Ausdruck, ohne die Begrenzungen aufbrechen zu müssen, denn er weiß, er umfasst auch die Begrenzungen. Du bist in deiner Vollkommenheit die Liebe, die alles ist. Und somit kannst du alles in seinem Sein bezeugen, genießen, erleben in physischer Form, sein lassen und in Dankbarkeit, Liebe durch alles fühlen, dich durch alles hindurch sein. Alles ist Liebe, alles ist eins. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.